Gespräch 1. Und sag mal, Lars, du arbeitest ja jetzt im Amphitheater in Trier. Wie ist das in diesem alten Stadion? Ich weiß nicht. Alle Leute denken, dass das Amphitheater so super und faszinierend ist. Aber ich finde es eigentlich gar nicht interessant. Ich mache da einfach meinen Job. Und was genau machst du? Naja, ich arbeite bei der Organisation für die Römerspiele im Sommer. Wir machen die ganze Technik, also Ton und Licht und Elektronik für die Shows. Dann kannst du ja bestimmt auch zusehen. Ja, ein bisschen schon. Aber ich finde es komisch, wenn man da so Shows macht, wie vor bald 2000 Jahren, mit der besten Technik und mehreren Profis. Zum Beispiel wie ich. Also, das ist schon ein bisschen komisch. Gespräch 2. Wir haben ja so viel gesehen in Berlin. Warst du auch auf dem Fernsehturm, Tina? Na klar, das gehört doch zu Berlin. Und wie war's? Naja, zuerst musste ich lange warten, weil ich das Ticket nicht online gekauft habe. Aber es ist toll. Man sieht die ganze Stadt von oben und Berlin ist doch sehr groß. Das ist bestimmt toll. Hast du denn auch die Spree gesehen? Klar, man konnte alles gut erkennen. Den Fluss, die Museumsinsel, die Parks. Berlin ist wirklich eine grüne Stadt. Und jedes Viertel in Berlin ist irgendwie anders. Das Stadtbild ist irgendwie bunt. Oben vom Turm aus konnte man das auch gut erkennen. Manche Viertel interessieren mich gar nicht. Aber andere sind wieder total spannend. Und warst du lange auf dem Turm? Ja, ich war mit 2 Freundinnen dort und wir haben im Restaurant auf dem Turm gegessen. Das Essen war richtig gut, aber es war schon sehr teuer. Deshalb würde ich das nicht nochmal machen. Ich glaube, man sollte sich einfach alles von oben in Ruhe anschauen und dann lieber in ein günstigeres Lokal unten am Alexanderplatz gehen. Das ist ein guter Tipp. Ich fahre ja auch bald nach Berlin. Dann mache ich das so. Gespräch 3. Sag mal, Karim, du hast doch in Wien studiert. Wie ist es denn da so? Also, ich mag die Stadt. Die vielen alten Gebäude, die gemütlichen Kaffeehäuser und die Menschen aus der ganzen Welt. Das ist eine tolle Mischung. Ich komme ja aus einer Kleinstadt und bei uns ist es auch ganz hübsch, aber man kann das gar nicht mit Wien vergleichen. Hier hat man tolle Möglichkeiten und kann immer was unternehmen. Ja, mir hat es da auch echt gut gefallen. Ich war da mal ein Wochenende und das war echt super. Das glaube ich. Und Touristen gibt es da immer viele. Und wo hast du gewohnt? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, im Karl-Marx-Hof. Das ist das längste Wohngebäude der Welt. Meine Oma wohnt da nämlich und dann konnte ich für ein Semester bei ihr wohnen. Mein Zimmer war etwas klein und ich habe mich mit Freunden dann lieber in der Stadt getroffen, aber irgendwie war es auch total nett mit meiner Oma. Wir haben oft zusammen gegessen und uns lange unterhalten. Das Gebäude hat mir auch gut gefallen. Das war schon eine besondere Atmosphäre. Da musst du mir mal ein paar Bilder zeigen. Das längste Wohngebäude klingt spannend. War das denn zentral oder schon außerhalb? Du, ich kaufe jetzt endlich die Tickets für das Konzert von Mark Forster. Gute Idee, sonst gibt es keine mehr. Warte, ich mache das jetzt gleich auf dem Handy. Also Mark Forster am 1. September. Genau, in Dortmund. Schau mal, das ist im Westfalenpark. Wollen wir dann Stehplätze oder Sitzplätze? Was kosten die denn? Stehplätze kosten 59 € und Sitzplätze gibt es gar nicht. Also bei einem Konzert finde ich Stehplätze sowieso besser. Du auch? Ja, klar. Das sind dann zusammen 118 €. Wie zahle ich dann am besten? Überweisung? Also wir können auch meine Kreditkarte nehmen. Nee, das passt. Ich zahle mit meiner. Das Geld gebe ich dir dann gleich morgen. Ja, kein Stress.
Dann muss ich noch die Versandart wählen. Also per Post kostet extra. Dann natürlich das Online-Ticket. Das ist kostenlos. Das ist auch praktischer. Dann haben wir das gleich auf dem Handy. So, jetzt muss ich nur noch den AGBs zustimmen. Was? Das klickst du einfach an und liest es nicht? Nein. Liest du sowas? Na, manchmal schon. Aber bei so großen Webseiten eigentlich nicht. Und gekauft. Super, ich freue mich schon total. Ich mich auch. Das wird mega. 1. Gehen wir zum Festival in Leipzig. Wo ist das Festival? In Leipzig. 2. Das Festival ist im Juli. Wann ist das Festival? Im Juli. 3. Auf dem Festival spielt auch Mark Forster. Wer spielt da? Mark Forster. 4. Die Tickets kosten 62 Euro. Wie viel kosten die Tickets? 62 Euro. 1. Gehen wir zum Festival in Leipzig. In Leipzig. 2. Das Festival ist im Juli. Im Juli. 3. Auf dem Festival spielt auch Mark Forster. Mark Forster. 4. Die Tickets kosten 62 Euro. €62. Ich finde die Musik von Mark Forster toll, denn er macht schöne Popmusik. Der Musiker kommt aus Süddeutschland. Er macht seit über 10 Jahren Musik und kann auch gut Klavier spielen. Die Musik ist meistens schnell und mit vielen Instrumenten. Die Texte von seinen Liedern sind auf Deutsch. Es geht oft um Liebe, Gefühle oder einfach das Leben der Menschen. Am besten gefällt mir Sowieso, weil der Text echt witzig ist. Gestern war ich auf einem Konzert. Punkt. Der Sänger, der sehr beliebt ist, war aber nicht da. Punkt. Alle haben lange gewartet, aber dann haben die Leute gerufen, Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, wo ist er? Fragezeichen, Anführungszeichen oben, Anführungszeichen unten, wann kommt er? Fragezeichen, Anführungszeichen oben und Anführungszeichen unten, anfangen, Ausrufezeichen, Anführungszeichen oben. Nach einer Stunde war er endlich da. Punkt. Er hatte einen Unfall, aber zum Glück ist ihm nichts passiert. Punkt. Das Konzert war noch super und er hat lange gespielt. Punkt. Robert, schau mal. Wie findest du das denn? Ist das nicht schön? Naja, ganz lustig. Aber leider weiß ich nicht, was es sein soll. Ach, Robert, das ist doch klar. Das ist eine Frau, die ein Kind auf dem Arm hat. Ja, klar. Wie konnte ich das nur nicht sehen? Na, die Farben sind ganz schön. Mir gefällt das da drüben aber noch besser. Ja? Was gefällt dir denn daran? Stell dich hier mal rein und schau das Video auf dem großen Bildschirm an. Du denkst, dass die Leute im Film auf dich zukommen. Stimmt. Das ist gut gemacht. Aber das ist doch keine Kunst. Ach,
Und das bunte Bild da? Das könnte ich selbst auch malen. Tja, ganz so kreativ bist du wohl doch nicht. Wenn du Lust hast, dann mal mir so eins. Das finde ich nämlich schön. Ja, ja. Also, da mag ich lieber alte Künstler, die ganz realistisch malen. Klar, die gefallen mir ja auch. Aber ich finde moderne Malerei trotzdem ziemlich spannend. Nur Videos und Maschinen und so, die finde ich meistens nicht so gut. Das ist ja eigentlich keine Kunst mehr. Wieso? Die Sachen sind echt originell. Hier zum Beispiel. Schau mal. Zeichnen Sie ein Bild von einer Landschaft. Oben am Himmel sind 3 Wolken und 2 Vögel. Links oben ist die Sonne. Sie scheint hell. Im Hintergrund sind hohe Berge. Im Vordergrund links ist ein Bauernhof. In der Mitte sind Kühe auf einer Wiese. Vorne rechts ist ein Apfelbaum. Unten im Bild sieht man Blumen.